Ja, hallo liebe Zuschauer. So, heute erfahren wir sehr viel über Kolumbien, über die Gesellschaft, die Kultur, Flüchtlingsproblematik und Tom trifft ja ein paar wirklich prominente Persönlichkeiten in diesem Video. Seid gespannt und bleibt dran. Ja, und so wie ich Tom kenne, sucht er ja für euch immer etwas Spezielles. Und in dieser Billardbar hat er das Spezielle gefunden. Schaut Ja, mal. das ist eine Schach- und Billardbar, hat ganz viele. Hier hast du viele prominente Persönlichkeiten. Messi ist das, glaube ich, oder wer ist das? James, der Papst, Gandhi, Mandela, die Mutter Teresa, glaube ich, John Lennon, Elvis Presley, Hitler, Kennedy, Che Guevara, Marquez, Monroe und der Albert Einstein noch. Ja, das sind da viele bekannte Persönlichkeiten. So, und bevor das Abenteuer weitergeht, erklärt uns Tom die Unterschiede, die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Europa und Kolumbien. Und man kommt schnell mit den Leuten ins Gespräch. Das ist so ein großer Unterschied auch zu Europa. Sobald ich länger in Europa bin, werde ich meistens auch wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Kommunikation eher zurückhaltend. Und hier wird man schnell auch irgendwo kommunikativer, sag ich mal. Und das ist ein Unterschied, ein großer Unterschied kulturell. Das Gleiche gilt beispielsweise auch in den Bussen oder in den Zügen. In Europa oder in der Schweiz, jetzt sage ich natürlich, ist es so, wenn da jemand in einen Bus kommt und man sitzt dort drin, dann geht der andere, wenn der Nächste, der reinkommt, eigentlich so weit wie möglich weg. Ich war in einem Bus, bin in ein kleines Dorf gegangen, hier in der Nähe von Medellin, bin eingestiegen und der ganze Bus war leer. Und es ist eine ältere Dame gekommen und anstatt ans andere Ende des Busses zu gehen, sitzt sie neben mich auf die Zweierbank und beginnt mit mir zu sprechen. Die Kinder spielen, gut, es wird auch viel getrunken, muss man sagen. Sehr viel Alkohol meistens, das muss man, also an der Küste ist das noch viel extremer. Ja, aber es ist auch sehr gesellig halt. Und man hat hier, ich sag mal, mehr soziale Elemente, als wir das in unserem Kulturkreis kennen. Oder ich denke immer, es ist ein bisschen so, wie es früher bei uns war. Und die Familie, die kümmert sich um einen. Man hat viel mehr, also wenn jemand alt wird, dann geht er nicht ins Altersheim, sondern die Familie kümmert sich um diese Person. Und wenn jemand die Arbeitsstelle verliert, dann geht er nicht auf das Arbeitslosenamt oder Sozialamt sogar und wird dann gesellschaftlich auch noch ausgestoßen, sondern vielmehr ist es die Familie, die dann die Verantwortung übernimmt und dort sich um diese Person auch kümmert. Also in der Regel, auch nicht immer. Es gibt Kehrseiten, da werden wir auch berichten. Gerade in diesen Barrios, ich habe das auch schon ein bisschen berichtet. Ich meine, da hat jetzt jede Frau mit 15 Jahren 2 Kinder und der Mann ist weg, oder? Das sind natürlich dann die Kehrseiten. Aber es gibt dann immer noch die Mutter, die Großmutter, die dann helfen, diese Kinder auch aufzuziehen. Aber das ist dann vor allem in diesen Barrios der Fall, jetzt hier ein bisschen weniger. Und hier ist auch schon ein bisschen mehr, ich sag mal, Anonymität gegeben, weil die meisten Leute, die wohnen in Wohnblocks. Ja, man sieht, es ist immer noch Weihnachtszeit, aber letztlich muss ich etwas essen gehen. Ich habe hier so viele Stühle und Bänke, da komme ich gar nicht durch. Ich muss da mal da oben schauen gehen. Ich möchte gerne das Menü mal sehen. Auch da gibt es Persönlichkeiten. Aber das sind jetzt, ja, keine Ahnung, was das ist. Ah, das sind Sänger. Und Hitler ist jetzt da nicht dabei. Ah, bueno, gracias. Und jetzt da, ganz interessant, da haben wir
Eine deutsche, gut, ob das jetzt wirklich die deutsche Spezialität ist, weiß ich nicht. Eine Pizzeria, die große Pizzeria Alemana. Ja, das ist eine Option, nehmen wir eine deutsche Pizza mal. Ja, ja, mache ich das so. He? Ich habe jetzt meine deutsche Pizza bestellt, 40 Minuten muss ich leider warten. Aber das gehört auch zu Kolumbien, man muss sich hier einfach ein bisschen adaptieren und ja, ich bin nicht der geduldigste Mensch und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber Warten gehört halt hier einfach dazu. Hier ist Geduld gefragt. Backprodukte, Bäckerei, Dessert, wie sagt man auf Deutsch. Und es scheint sehr beliebt zu sein. Jetzt schauen wir uns mal die Schlange an. Da fängt sie an. So geht es dann weiter hinten. Und das ist in Kolumbien oft einfach so. Auch wenn man in eine Bank muss oder vor allem mit Behörden auch, das kann sehr anstrengend sein. Da muss man sich einfach darauf einrichten, dass das dauert. Man kann nicht sagen, jetzt gehe ich schnell dorthin und dann komme ich gleich. Das kann man vergessen. Und meistens geht das dann halt einfach einen halben Tag, wenn man irgendwo einen Behördengang oder ja, etwas Offizielles machen muss. Und am meisten oder oft hat es eben auch noch den Verkehr in der Stadt. Da kann man nicht mit dem europäischen Tempo kommen. Und es ist manchmal schon erstaunlich, wie die Kolumbianer geduldig sind und wir es eben nicht sind. Und es war auch schon oft der Fall, dass ich in einen Supermarkt gegangen bin und ich bin gleich wieder raus, weil die Schlange war so lang. Und hier ist es einfach normal, man wartet. Und währenddem ich auf meine Pizza warte, ich warte nicht 40 Minuten dort vor Ort, so ist, ich mache jetzt noch eine kleine Tour, weil sonst ist es mir langweilig. Ja, wir sind jetzt hier in einer kleinen Passage. Es ist Sonntag, Feiertag, 10 Uhr abends. Da hätte ich wahrscheinlich meine Pizza schneller bekommen als in 40 Minuten, aber ja, no. Also da sieht man, es gibt eigentlich alles. Es ist jetzt nicht so, dass es nur kolumbianische Restaurants wären. Es gibt hier wirklich alles. Da sind jetzt Venezuelaner da. Es gibt sehr viele Venezuelaner in Kolumbien. Wenn ich richtig informiert bin, waren in Venezuela 35 Millionen Einwohner und unterdessen sind es noch 25. Das heißt, 10 Millionen sind geflüchtet. Und die Venezuelaner und die Kolumbianer haben ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Ich meine, schlussendlich, also ich sage immer, das ist das gleiche Volk. Es war früher Großkolumbien unter Bolivar, zusammen auch noch mit Ecuador und Panama. Und die unterscheiden sich relativ wenig jetzt kulturell. Und trotzdem war es so, dass ich sag mal, bis in die 90er Jahren war Venezuela der Vorzeigestaat in Südamerika. Ökonomisch am besten von allen Ländern. Und dann ist Chavez gekommen und jetzt vor allem Maduro und es ist zum großen Crash gekommen. Und es gibt sehr, sehr viele venezolanische Flüchtlinge in Kolumbien und unter anderem sind natürlich auch eben aus ökonomischen Gründen. Also es ist so, dass sie hier sie können einfach kommen, oder? Sie brauchen kein Visum. Mir hat mal ein Taxifahrer in Bogotá gesagt, ich habe gefragt, wie viele Einwohner hat Bogotá unterdessen? Und ich hatte so im Kopf, es waren etwa 8 Millionen oder irgend sowas. Und er hat gesagt, ja, 8 Millionen, aber unterdessen sind es wahrscheinlich 10 oder 12 wegen den Venezolanern. Hier und viele kriminelle Vergehen sind dann jeweils auf Venezolaner zurückzuführen. Venezuela gilt ja als sehr gefährlich. Caracas gilt als die gefährlichste Stadt der Welt. Aber ich habe jetzt auch schon Beiträge gesehen und ich kenne auch Leute in Caracas, habe mit denen manchmal Austausch. Die sagen, es ist gar nicht so, nicht mehr. Warum? Weil die Ladrones, das sind die Diebe und so weiter, also die Kriminellen, die sind unterdessen auch alle geflüchtet. Die gehen dann oft auch, wollen sie in die USA. Das ist eine spezielle Geschichte, oder? Das ist zum Teil sehr, sie müssen dann über Kolumbien, das ist bei Turbo, Negloquí, müssen sie dann ein Boot nehmen und die fahren dann an die panamesische Grenze und gehen dann durch den Darién, den sogenannten Darién. Das ist ein Urwaldgebiet, das ist das einzige Gebiet, wo die Panamerikaner, also die Straße, die von Nordamerika nach Südamerika führt, unterbrochen ist. Es gibt auch keine Straßenverbindung, sondern nur Urwald. Und die gehen dann zu Fuß, Horrortrip. Ich habe da auch schon Dokumentationen gesehen und auch schon von Leuten das gehört.
deren Familienangehörige das gemacht haben. Die gehen dann zu Fuß über diesen Darien 5 Tage lang durch den Dschungel. Viele sterben und anscheinend gibt es dort, das ist wirklich extrem, oder? Und müssen dann zu Fuß durch diesen Dschungel gehen, bis sie dann in Panama in einem Flüchtlingslager aufgenommen werden. Und da geht die Reise dann weiter durch ganz Zentralamerika. Ich habe diese Reise selber auch mal gemacht, aber natürlich nicht durch den Darien, sondern einfach sonst durch ganz Zentralamerika. Gehen sie dann weiter nach Mexiko und in Mexiko mit dem Zug dann bis an die Grenze der USA. Ja, und ob Tom seine deutsche Pizza bekommen hat oder ob er immer noch im Park Savanetta wartet, das weiß auch ich nicht. Ich hoffe mal, er ist satt geworden und gehen mal schauen, wo er bleibt. Oder ob er immer noch am Philosophieren ist. Also, ich freue mich auf das nächste Video. Bleibt dran, abonniert den Kanal. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über die venezolanischen Flüchtlinge und vielleicht auch mal ein Interview mit so einem Flüchtling, dann schreibt es in die Kommentare, dann machen wir das sehr gerne. Okay, tschüss.